Der Traum vom großen Roadtrip von München über Frankreich bis nach Spanien und Portugal. Über 3000 Kilometer und das alles rein elektrisch, von Ladesäule zu Ladesäule. Um am Ende genau hier zu stehen und den Augenblick zu genießen. Aber ist das tatsächlich so einfach und schön? Was erlebt man bei so einem Trip? Und wie klappt das mit dem Laden quer durch Europa? Und wie ist das mit dem Carcamping, von dem meine Frau immer wieder behauptet? Vergiss es mit dem Schlafen im Auto, du bist einfach kein Campingtyp. Mein Name ist Ulf und das ist die Geschichte des längsten Roadtrips meines Lebens. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, inzwischen stehen wir hier am Strand von Caparica bei Lissabon. Aber bis ich hier hingekommen bin, das war gar nicht so einfach. Tja, die erste Etappe in Richtung Bodensee begann bereits im Regen. Meine Stimmung war alles andere als euphorisch. Wie bereits in den Tagen zuvor. Die richtige Stimmung wollte sich einfach nicht einstellen. Ja, das hier sollte es eigentlich gewesen sein. Der Beginn eines Abenteuers. 3 Wochen lang Roadtrip von München über Spanien bis nach Portugal. Mit Kamera, Mikro und einem Elektroauto voller Ideen. Ja, und jetzt sitze ich halt hier, irgendwo im Nirgendwo. Ich bin am Supercharger in Bregenz, also kurz hinter der bayerisch-österreichischen Grenze am Bodensee. Ja, und falls ihr neu hier seid und nicht so recht wisst, wer ist der Typ überhaupt und was erzählt er euch hier? Ich bin Ulf und auf meinem Kanal geht's um Geld, Gadgets und Geschichten und das Unterwegssein. Aber auch um die Frage, wie lebt man eigentlich richtig? Ja, und genau darum habe ich diesen Roadtrip geplant. Allein unterwegs, raus aus dem Alltag und rein ins Ungewisse. Ich wollte übernachten im Auto, Musik erleben, ja, und irgendwie Freiheit spüren. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich losgefahren. Endlich. Die letzten Tage in München, da habe ich durchaus gezögert hinsichtlich dieser Fahrt. Das Auto stand gepackt vor der Tür, aber ich kam einfach nicht los. Also nicht, dass irgendetwas dazwischen gekommen wäre. Nein, ich habe tatsächlich an mir und diesem Trip doch erheblich gezweifelt. Allein unterwegs, ohne klaren Plan, ohne Reisegruppe, ohne dass da jemand ist, der mal sagt, komm, wir machen das jetzt irgendwie zusammen. Ja, und das war irgendwie der Knackpunkt. Also nicht die Technik, nicht die Route, sondern allein ich. Fragen, Unsicherheit und Leere. Trotzdem, irgendwo tief in mir drin war da doch immer noch dieser Funke. Und so bin ich dann doch tatsächlich heute Morgen um 11 ins Auto gesprungen und bin dann einfach losgefahren. Ich spüre, dass ich in Bewegung komme. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. 93%, das sollte reichen. Raus mit dem Stopfen. Und weiter geht's. Keine 100 Meter gefahren, schon wieder fing es an zu regnen. Ja, das Wetter war auch einer der Gründe für diesen Roadtrip. Eigentlich wollte ich schon vor einigen Wochen aufbrechen, um endlich dem Regen und der Kälte zu entkommen. Adieu Stimmungstief und endlich weg in Richtung Sommer, Sonne, Strand und Meer. So, nun geht's tatsächlich rüber von Österreich in die Schweiz. Über den Übergang St. Margareten. Zeit für einige Erklärungen hinsichtlich meiner Route. Tja, warum habe ich hier den Weg über die Langstraße rund um den Bodensee gewählt? Nun, es ist so, wenn man auf der Autobahn bleibt, dann fährt man ein Stück Autobahn durch Österreich, müsste dafür dann eine österreichische Vignette kaufen. Das lohnt sich allerdings für diesen Trip nun nicht so wirklich. Daher dann also der Weg über die Landstraße am Bodensee hier zum Grenzübergang. Sollte ich mich jetzt verfahren haben? Ich tippe es fast. So, jetzt haben wir irgendwie den Weg wiedergefunden, nachdem ich eben falsch abgebogen bin. Jetzt habe ich wieder den Mini-Laster hier vor mir. Ja, wunderbar. So, und da ist nun auch schon der Grenzübergang. Ja, und hier müssen insbesondere die Mobilfunkkunden von O2 aufpassen. Denn anders als zum Beispiel Kunden der Telekom, die die Schweiz wie ein EU-Land bewertet, sodass man sein gebuchtes Datenvolumen auch hier ohne weitere Gebühren nutzen kann, wertet O2 die Schweiz als Nicht-EU-Land. Mit der Folge, dass nach der Gebührenordnung des International Roamings abgerechnet wird. Heißt dann, man zahlt extra. Daher Smartphone während der Fahrt durch die Schweiz am besten ausschalten. Sonst ergeht es euch wie mir vor 2 Jahren.
Da griff zwar eine Kostensperre ein, am Ende des Monats zahlte ich aber dennoch rund 60 € extra, da mein iPhone einige Sekunden munter vor sich hingestreamt hatte. So, da sind wir auf der Autobahn in der Schweiz. Eine Bilderbuchautobahn. So sauber, so ordentlich und weitgehend leer. Man fährt und fährt und fährt. Total entspannt. Man sieht Wälder, Wiesen. Und kaum hat man sich versehen, steht man auch schon am nächsten Supercharger. So, nun stehen wir am Supercharger in Bern und ich werde euch noch ein wenig mehr über diesen Trip erzählen. Warum bin ich nicht direkt Richtung Frankreich gefahren, sondern habe die Route über den Bodensee und dann durch die Schweiz in Richtung Frankreich gewählt? Nun, es gibt einen ganz einfachen Grund. Ich habe eine Schweizer Vignette und damit lohnt es sich, die Autobahn hier südlich vom Bodensee entlang über Zürich und jetzt Bern dann Richtung Frankreich zu nehmen. Ist es eine gute Route? Naja, ich bin, nachdem ich jetzt hier in Bern angekommen bin, ein bisschen zwiegespalten. Okay, richtig. Ich spare mir ein wenig Geld, da ich ja ohnehin die Vignette für die Schweiz habe. Allerdings, es gibt zwei Nachteile. Ich habe festgestellt, der Verkehr von Zürich in Richtung Bern ist schon ziemlich heftig. Und das andere ist, der Verkehr von Bern in Richtung Zürich ist geprägt von einigen Staus und auch von etlichen Baustellen. So, ich glaube, jetzt haben wir allerdings zu Ende geladen und wir können weiterfahren. Richtung Lausanne, ich fahre Richtung Bern, das ist falsch. Tja, so läuft das. Kaum ist man vom, jetzt muss ich aufpassen, 1,7 Kilometer, mein Gott, wieder verfahren. Ich bin totally lost hier. Ach, hier bin ich total falsch, wieder verfahren. Das ist es, was ich an den Autobahnen in der Schweiz echt hasse. Ich verfahre mich hier ständig. Was ist der Henker, wo ich jetzt hier schon wieder unterwegs bin? So, was sagt er jetzt? Jetzt soll ich da oben wenden und wieder zurückfahren. Okay. 800 Metern und dann ein U-Turn. Jetzt eine Kehrtwende machen. Na klar, machen wir eine Kehrtwende, wenn er das hier will. Die Frage ist, kann man hier eine Kehrtwende und darf man hier eine Kehrtwende fahren? Ich glaube, ich wende lieber regulär, weil da hinten steht auch eine Polizei. Ups, jetzt geht's in den Tunnel. Was ich auf jeden Fall gleich ausprobieren werde, wenn es Richtung Frankreich geht, ich habe mir eine Mautbox zugelegt. Das sind diese kleinen Kästchen, die man sich an die Windschutzscheibe pinnt und mit denen man dann ganz einfach, ohne eine Kreditkarte irgendwo ranhalten zu müssen oder Bargeld in einen Trichter werfen zu müssen, einfach nur auf die Schranke zufährt. Das System erkennt meine kleine Mautbox und dann öffnet sich im besten Fall die Schranke und man fährt einfach durch. Abrechnung kommt dann am Ende des Monats direkt per Kreditkarte. So zumindest die Theorie. Für welche Mautbox ich mich entschieden habe, werde ich in einem der nächsten Videos nochmal genauer erklären. Und jetzt konzentriere ich mich auf die Fahrt, denn jetzt geht's weiter Richtung Genf. Der Verkehr ist jetzt so gegen 9:30 recht überschaubar. Wir kommen voran. So, und da haben wir dann auch schon den Flughafen von Genf erreicht. Die französische Grenze rückt immer näher. Und dann haben wir hoffentlich auch wieder In Mobilfunknetz. 2 Kilometern links halten, um auf der A1 E25 in Richtung Geneve-La-Praille zu bleiben. Und schneller als gedacht überquert man dann auch schon die Grenze nach Frankreich. Tja, bin ich hier jetzt richtig? Ich glaube schon. Auch wenn das keinen grünen Pfeil hatte, diese Bahn. Aber das scheint okay gewesen zu sein. Jetzt links halten auf der A40. So, da kommt nun tatsächlich die Mautstation. Ich bin sowas von gespannt, ob meine kleine Mautbox nun funktioniert oder nicht. Im Bestfall fahre ich mit 30 Stundenkilometer an, das Zeichen mit dem P. Er erkennt meine Mautbox, sie piept einmal und dann fahre ich einfach durch. Na, nur sind wir gespannt.
Warum funktioniert? Es hat gepiept. Es hat gepiept. So ganz leise. Und dann durfte man durchfahren. Wow, cool. Also Mautbox funktioniert in Frankreich. Erstmals eingesetzt. Ich bin begeistert. So, nun sind wir am nächsten Supercharger angekommen. Ich hatte eigentlich vor, hier noch vielleicht eine kleine Runde hinten auf meiner Matratze zu schlafen. Allerdings, das Ganze ist hier so ein Industrie-Einkaufspark. Und gleich hier drüben auf der anderen Seite des Parkplatzes hat sich wohl hier so die Regionaljugend mit ihren getunten Wagen breit gemacht. Das sind bestimmt ganz nette, harmlose Jungs. Allerdings scheint mir das nicht nur der richtige Ort zu sein, um hier jetzt noch ein halbes Stündchen oder Stündchen gar zu schlafen. Deshalb werde ich hier jetzt tanken und dann einfach weiterfahren. So, nun wieder raus aus diesem Vergnügungspark und zurück auf die Autobahn. In 200 Metern die Auffahrt A42 rechts in Richtung Lyon nehmen. Jetzt die Auffahrt A42 rechts nehmen. Und weiter ging's durch die Nacht, Kilometer für Kilometer. So langsam merkte ich, dass die Müdigkeit mich überkam. Aber dann entdeckte ich einen weiteren Rastplatz. So, es ist nachts 1:30. Ich habe noch einen guten Rastplatz hier gefunden. Das reicht auf jeden Fall noch mal für eine kleine Pause, bevor es dann zum letzten Supercharger für heute Nacht geht. Und wahrscheinlich werde ich da auch dann einige Stunden schlafen. Völlig übermüdet rettete ich mich zum nächsten Supercharger und legte mich einfach hinten ins Auto. Mein Gute-Nacht-Gruß war entsprechend kurz. So, es ist inzwischen 3:30. Ich habe hier in Clermont noch eben an einem Hotel geladen. Ihr mögt es mir verzeihen, aber für mehr war zu diesem Zeitpunkt keine Kraft mehr da. 2 Stunden später war ich aber schon wieder frisch und munter. Einen wunderschönen guten Morgen. Das da drüben ist das Hotel, auf dessen Gelände auch der Supercharger ist, wo ich heute Nacht um 3 Uhr noch geladen habe. Und da bin ich. Ich hätte da ins Hotel einkehren können, aber ich habe dann doch entschieden, ich ziehe für 2 Stunden, die ich nur schlafen möchte, hinten auf die Matratze meines Wagens. Das war die erste Etappe meines großen Roadtrips in den Süden. In der nächsten Folge erfahrt ihr, wie ich den Norden Spaniens kennenlerne, welche Erfahrungen ich im Straßenverkehr von Barcelona mache und warum ich trotz Lust auf Carcamping am Ende doch in einem Hotel gelandet bin. Aber ich habe es geschafft. Ich bin angekommen und ich habe ein Hotel bezogen. Seid also wieder mit dabei, wenn ich meinen großen Europa-Roadtrip fortsetze. Dann verpasst ihr keine neue Folge meines Abenteuers hier bei Ulf Unplugged Up and Away. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.